Ist echt monoton mit der Zeit. Vor allem, wenn du es 4-mal machst am Tag, ne? Hey. Seit Jahren. Hey. Immer. Hey. Eigentlich noch nie einen Tag verpasst. Hey. Manchmal sogar 5-mal mit der FEC. Hey. Es geht. Es geht. Es läuft. Hey. Es geht. Ja, aber so ist Flyf halt, ne? Also ich finde so Diskussionen darüber, Flyf und monoton und whatever, finde ich immer schwierig. Weil alles wird langweilig, wenn du es oft genug gemacht hast. Also es kann mir keiner sagen, der seit 1,5 Jahren jeden Tag Wilds macht, dass das noch Spaß macht oder dass das noch wie am ersten Tag ist und dass das noch, es ist doch Schwachsinn. Also ich meine, wenn ich 100-mal Clockworks gemacht habe und 100-mal Kreton und 100-mal Red Meteo, ist das auch langweilig. Also ich meine, es ist ein bisschen spannender, weil du immer noch diesen Drop-Hype hast, sag ich mal. Ich meine, ich kann ja auch eine Kaisan-Suit droppen bei dem Giant. Die ist 200 Mio wert. Das kann ich auch hier Drop-Hype theoretisch haben. Also Flyf ist einfach kein Spiel, das ist so flashy. Jeden Tag was Neues erleben. Weil ganz ehrlich, die wenigsten Games sind so. Ich meine, Counter-Strike, League of Legends, das ist auch die ganze Zeit das Gleiche. Die meisten erfolgreichen Games sind literally, du machst 1000-mal das Gleiche. Kann mir keiner sagen, dass es nicht so ist. Es gibt ein paar Ausnahmen vielleicht, aber eigentlich alle erfolgreichen Games, nicht, dass ich Flyf dazu zählen würde, aber alle erfolgreichen Games und halt Flyf im Speziellen auch, es besteht immer daraus, dass du irgendwie das Gleiche machst. Ich meine, du kannst natürlich selber sagen, ich habe 80 verschiedene Charakter, ich probiere jeden Tag was anderes zu machen, ich würfel vielleicht oder ich habe ein Glücksrad, wo irgendwie alle meine Charakter drauf sind und dann drehe ich das jeden Tag und das entscheidet, was ich mache oder so. Klar könnte man das machen, aber wer zum Teufel macht das? Welcher verdammte Psychopath spielt so? Kein Mensch spielt so. Die meisten Leute legen sich eine gewisse Routine fest. Ungefähr dann mache ich Tower Dailies, dann und dann mache ich den und den Boss. Ich meine, anders funktioniert es ja auch gar nicht. Ich meine, du kannst ja nicht einfach komplett planlos, allein schon wegen Cooldowns, musst du mal gucken, vor 0 Uhr, nach 0 Uhr, wegen Cooldown Reset und so, oder Tower Dailies musst du ja vor 0 Uhr machen. Oder wie ich mache es jetzt immer nach 0 Uhr, damit ich es ja dann vor 0 Uhr nicht machen muss und so weiter und so fort. Also wenn ich komplett ohne System spielt eigentlich kaum jemand dieses Spiel. Und die wenigsten Spiele, weil die Spiele geben dir gewisse Systeme und Strukturen vor und in denen muss man sich halt irgendwo orientieren. Und da, wie gesagt, jeden Tag ein Glücksrad drehen und das entscheidet dann, was ich mache. Sicherlich wäre das abwechslungsreich, aber so würde man halt auch wahrscheinlich den wenigsten Progress machen, weil du würdest halt einfach random ass irgendwas machen. Und vielleicht hat es so mehr Spaß, aber du wirst definitiv weniger Progress machen auf diese Art und Weise. Und da Flyf halt ein Spiel ist, das halt sehr progress-orientiert ist, also Geld verdienen, Equipment aufwerten etc., besser werden, leveln, macht das halt einfach keiner. Und wie gesagt, ob ich jetzt zum 100. Mal die Tower Dailies mache oder zum 100. Mal den Wilds Dungeon von innen sehe, ich meine, ich weiß es ja von Flyf PC. Ich meine, hier farme ich jetzt aktuell keine Dungeons. Oder keine Instanz-Dungeons, besser gesagt. Dungeons an sich farme ich schon. Das hier ist auch ein Dungeon, technisch gesehen. Aber ich weiß es ja von Flyf PC, da habe ich auch jahrelang jeden Tag Tramnok gemacht, also Wilds quasi, Flyf PC-Version von Wilds. Amino-Skripta gelevelt, World-Bosse, jahrelang auch jeden Tag gemacht. Das ist auch langweilig irgendwann, das ist einfach so. Man regt sich jeden Tag über die gleichen Sachen auf, Portbug, damals war es immer noch so, dass die Monster geroutet haben, damit du ein bisschen langsamer durch den Dungeon sprintest. Regst dich über das Routing auf, regst dich darüber auf, dass du nichts droppst. Es ist immer das Gleiche. Also es ist, ja, finde ich schwierig bei Flyf irgendwelche Argumente. Also wenn jemand anfängt zu argumentieren, das ist langweilig und was anderes ist nicht langweilig, so, das stimmt einfach nicht, also objektiv nicht, weil wenn du es oft genug gemacht hast, wird alles langweilig. Was es dann vielleicht weniger langweilig macht, ist vielleicht, also bei Dungeon Runs zum Beispiel, wenn du halt immer mit irgendwelchen Leuten die ganze Zeit redest. Aber dann ist es ja nicht die Sache, die du machst, dann ist ja nicht der Dungeon nicht langweilig, sondern die Konversation mit den Leuten.
Weil wenn das Argument wäre, könntest du ja sagen, ja gut, aber du könntest ja auch Tower-Dailies machen und währenddessen mit anderen Leuten reden. Dann ist es ja schon fast egal, was du machst, weil dann ist ja das, was dich interessiert, eigentlich nicht das, was du machst, sondern du redest mit irgendjemandem und das findest du interessant. Und nicht das, was du eigentlich machst, tatsächlich. Und so würde ich sagen, also ich wüsste jetzt kein Beispiel in Fly, wo das nicht so wäre. Levin, das Paradebeispiel. Gut, da wechselt man die Monster, aber ist letztendlich auch immer das Gleiche. Alle Dungeons und Bosse, ich meine, es gibt in Fly Universe verhältnismäßig weniger Dungeons und Bosse. Da kann man gar nicht so ultra viel Abwechslung machen. Dass man da die ganze Zeit jeden Tag was komplett anderes macht. Geht gar nicht, weil es gar nicht so viel gibt. Und ja, also schwierig. Ist einfach nicht das spannendste Spiel vom Designkonzept her. Ich meine, das würde ich mal behaupten, sind die wenigsten MMORPGs. Dass sie jetzt so ultra flashy sind. Aber finde ich bei anderen Games auch so. Also mit der Meinung bin ich zwar nicht... Also nicht allein vielleicht, aber auch nicht... es ist nicht die Mainstream-Meinung. Aber ich meine, ich habe auch viel gespielt. Counter-Strike zum Beispiel und League of Legends. So Paradebeispiel für beliebte Online-Games, die seit Ewigkeiten am Start sind. Und ich habe da genug Zeit investiert, um da eine fundierte Meinung drüber zu haben zu dürfen. Und da ist meine Meinung auch, dass das auch langweilig wird. Jeden Tag 10 League-Games. Die meisten Leute spielen auch die meiste Zeit den gleichen Champion. Gut, da kann man immer sagen, ja, aber das Matchup ist immer anders, spielst immer gegen jemand anderen. Ja, aber ganz ehrlich, vom Prinzip... Ich meine, die ersten 20 Minuten von den meisten LoL-Games sind erstmal Minions töten. Ja, da ist mal ein Game, wo die ganze Zeit early gegankt wird oder keine Ahnung. Oder bei Counter-Strike, du hast mal eine Runde, wo die Gegner richtig komisch spielen. Die brechen die Norm, plötzlich die rushen die ganze Zeit nicht, keine Ahnung, B, sondern die rushen auch mal Mitte und was weiß ich was, machen jede Runde was anderes. Ja, aber das ist ja keine echte Abwechslung. Also das Grundprinzip ist das gleiche. Du kaufst die gleichen Waffen, du spielst den gleichen Champion, du tötest die gleichen Minions, das ist die gleiche Karte. Wenn du es oft genug gemacht hast, ist es auch immer das Gleiche. Nach tausenden von Stunden ist es auch immer irgendwann, da gibt es keine Abwechslung mehr, keine echte. Und trotzdem spielen es die Leute. Weil sie einfach Bock drauf haben und höchstwahrscheinlich süchtig sind. Aber da würde ich sagen, das Problem hat jedes Spiel. Und ich meine, eigentlich ist es gar kein wirkliches Problem, weil wenn es ein Problem wäre, würden die Leute ja aufhören zu spielen. Und das macht keiner und deswegen ist es ja anscheinend gar kein so großes Problem. Aber, wie gesagt, also wenn man für sich sagt, ich habe keinen Bock auf Tower zum Beispiel oder keinen Bock auf dies, das, jenes, dann passt es ja. Aber zu sagen, dass das eine, was du 100 Mal machst, spannender ist, als was das andere, was du 100 Mal machst, das finde ich halt irgendwie unlogisch, weil das ergibt für mich keinen Sinn. Also wie kann eine Sache, die du 1000 Mal machst und in- und auswendig kennst, spannender sein als eine andere Sache, die du 1000 Mal gemacht hast und in- und auswendig kennst? Das unterscheidet sich in den Nuancen. Zum Beispiel der Drop kann krasser sein, du kannst ein besseres Item droppen oder so. Ja, aber das war's dann eigentlich auch schon. Also sonst würde ich jetzt nicht wirklich sagen, dass man da große Unterschiede sieht. Und grundsätzlich denke ich so tatsächlich eigentlich über fast jedes Game. Ich meine, tatsächlich ein gutes Beispiel für mehr Abwechslung wäre tatsächlich sowas wie GTA 5 online. Weil du literally arsch viele verschiedene Spielmodis hast. Es kommen andauernd neue DLCs, Heists, whatever, Sachen, die man nicht kennt und so. Gut, das heißt andauernd, so oft jetzt glaube ich auch nicht. Aber also bei so Games, die quasi Variety in das Game gebaut haben, da würde ich sagen schon eher. Auch nicht für immer, aber ein bisschen eher, weil du vielleicht wirklich sagen kannst, du hast eine Woche, zum Beispiel jetzt zumindest als Streamer, ich meine, normale Menschen spielen Videospiele nicht auf diese Art und Weise. Aber wenn ich jetzt von mir ausgehen würde, ich spiele jeden Tag so und so viele Stunden, dann könnte man schon sagen, montags fährt man Rennen, Dienstag macht man Banküberfälle, Mittwoch spielt man irgendwelche Shooter, also quasi, die gibt es ja so Deathmatch-Modi und sowas, also als Fokus. Heißt ja nicht nur, dass man nur das macht, aber als Fokus. Dann Donnerstag macht man Roleplay, Freitag macht man frei. Whatever. Aber ich meine, bei solchen Games ist es ein bisschen besser, weil du da halt actually so viele verschiedene Sachen machen kannst, dass du vielleicht sogar 3 Wochen am Stück
keinen einzigen Tag das gleiche machst. Also wie viele Spielmodis GTA hat, also größere Spielmodi quasi, also Rennen versus Banküberfall versus etc. Sind ziemlich viele, soweit ich weiß. Da gibt es natürlich, wie gesagt, Ausnahmen bestimmt. Aber wenn man so an die Klassiker, wie gesagt, denkt, bisschen schwieriger. Also klar, wie gesagt, auf Live kannst du es auch machen. Du spielst heute Billposter, Low-Level-Projekt, morgen farmst du Violets im 60er-Bereich, übermorgen spielst du ein Blade auf Level 120, übermorgen farmst du nur Clockwalks 20 Mal, übermorgen farmst du nur... Könnte man auch machen, aber in Flive ist es tatsächlich so, dass ich sagen würde, damit würde man sich tatsächlich aktiv selber einen Stein in den Weg legen, weil du viel weniger Geld verdienen würdest und so weiter. Also, wenn wir wieder beim Progress-Thema sind und Flive ist halt ein Spiel, was auf diesem persönlichen Progress und Geldverdienen halt basiert. Deswegen baut man sich eigentlich die Routine darauf auf und dann von so einen Normbruch zu machen, sorgt zwar für mehr Abwechslung, aber auch dafür, dass man halt heftige Einbußen hat wahrscheinlich. Vor allem geldtechnisch, was da wieder schwierig ist. Und dann gibt es natürlich Games, da kannst du gar nicht abweichen. Beispielsweise Counter-Strike oder League of Legends, was willst du da schon groß anders machen? Das ist fucking immer das Gleiche, also sogar die gleiche Map und so. Also